Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich habe heute Post bekommen und zwar pünktlich zum Erscheinen dieses neuen Albums. Das ist heute erschienen und ich rede hier von The Halo Effect, dem zweiten Album March of the Unheard. Und nach dem Intro schauen wir uns das Ganze an. Ja, das Ganze habe ich bei Nuclear Blast bestellt und nicht nur das, ich habe mir tatsächlich mal so eine Slipmat mitbestellt von Nuclear Blast, weil ich das Logo ziemlich cool finde. Die ist wirklich nett gemacht, schöne weiche Filz Slipmat, hinten ist sie weiß, da ist noch ein Sticker drauf, den muss ich mal vorsichtig entfernen. Und das Ganze ist wirklich nett, hat glaube ich 1,99 gekostet. Da dachte ich mir, hey, bestellst du mal mit. Aber es geht natürlich heute um dieses Album. The Halo Effect, ja, mit Days of the Lost komplett gut eingeschlagen in der Melodic Death Metal Welt. Ja, das ist das zweite Album der Band. Die Mitglieder der Band sind bekannt. Wir reden hier von Michael Stein, der ja, Sänger von Dark Tranquillity, Grand Cadaver, Cemetery Skyline ist und mit Dark Tranquillity ja wirklich eine erfolgreiche Melodic Death Metal Band hat. Und dann haben wir viele Ex-Mitglieder auch von In Flames. Und die haben sich zusammengepackt und haben damals die Halo Effect gegründet, die jetzt wie eine Mischung aus In Flames und Dark Tranquillity klingen. Ich persönlich finde es mega cool, weil ich mag Dark Tranquillity und In Flames. Da ist es natürlich irgendwo klar, dass ich die Halo Effect mag und das ist das neue Album. Wir gucken uns einmal den Sticker an. Da haben wir nämlich Strictly Limited Edition, das Ganze in transparenten Curacao with Ocean Blue and White Splatter Vinyl und das Ganze ist limitiert auf 500 Stück. Ich hole es mal aus der Packung. Wir bekommen hier ein wunderschönes Gatefold Cover. Und das Coole an diesem Cover, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, ihr seht es schon unten bei dem March of the Unheard, da ist so ein leichter Glossy-Effekt drauf, der auch auf diesen Baum in der Mitte, der mich irgendwie an das Zeichen von Gondor erinnert. Und hier haben wir auch so ein bisschen an der Seite diesen leichten Gloss-Effekt. Das ist sehr cool gemacht und gibt dem Ganzen wirklich eine schöne Optik. Aber das soll noch nicht alles sein. Das Ding ist nämlich wirklich ein richtiges Highlight. Wir packen erstmal die Rückseite. Gucken wir uns an. Da haben wir die Songs. Ich muss gestehen, ich kann zu den Songs noch nicht viel sagen. Ich habe die Platte einmal durchgehört. Ich habe die Songs noch nicht komplett gehört. Einige Songs sind vorher bekannt gewesen, so wie Detonate und lasst mich kurz gucken. March of the Unheard, Cruel Perception waren alle Songs, die vorher schon ausgekoppelt wurden. Und das ist jetzt halt der Rest. Ich muss gestehen, ich fand ein paar Songs richtig gut. Ja, die Songs, die ausgekoppelt wurden, fand ich nicht mal die stärksten. Also ich finde, da sind noch ein paar richtig gute drauf. Aber ich muss mich in das Album wirklich noch reinhören, weil ja, ich habe es einmal durchgehört, ein paar Songs ganz, ein paar nur halb. Muss ich irgendwann mich noch mehr mit auseinandersetzen jetzt, die Tage. Am 17. spielen außerdem The Halo Effect in Hamburg. Vielleicht gibt es da demnächst ein kleines Überraschungsvideo von mir. Wir gucken uns erstmal die Platte außerdem beim Versand hier in die Mitte reingelegt. Daumen hoch für den, der diese Vinylscheiben verpackt hat. Das ist grandios. Kein Seam-Split oder irgendwas kann passieren beim Versand. So sollten alle Platten versendet werden. Hinter dem Cover, vor dem Cover oder in dem Cover, wenn es Gatefold ist. Wir schauen aber erstmal das Gatefold Cover an, weil das finde ich wirklich richtig cool. Wir haben hier nämlich mal wieder, und das finde ich, hat man selten, ein Gatefold Motiv mit einem Live-Bild. Und das ist, finde ich, ja, eine Sache, die man, ich muss gestehen, ich könnte jetzt nur Alive 2 nennen. Wo man sowas mal wieder gesehen hat. Ich habe jetzt kein anderes Cover im Kopf oder vielleicht besitze ich auch kein anderes, wo man so ein Live-Motiv drin hat. Deswegen finde ich es mega cool. Das sieht richtig cool aus und ist mal eine coole Sache, wenn man ja, irgendwie mal nicht so ein Artwork oder irgendwas so wie hier drin hat, sondern mal echt ein Foto der Band. Und das Coole ist, wenn man jetzt irgendwie zum Meet and Greet oder was geht, hat man natürlich auch ein cooles Teil, was man unterschreiben lassen kann von den einzelnen Mitgliedern. Gut, der Drummer geht ein bisschen unter, aber ansonsten cooles Motiv, wie ich finde. Kommen wir zur Schallplatte. Und das ist natürlich auch, ich habe auch noch nicht reingehört, wie die Qualität ist. Ich habe sie jetzt gerade ausgepackt und habe sie sofort euch gezeigt.
Wir haben hier dieses wunderschöne Blue Curacao Vinyl und guckt euch mal bitte an, wie cool die aussieht. Sie ist durchsichtig, ihr seht meine Hand durch und wir haben dieses Splatter da drin und das macht wirklich echt was her. Ich finde, das ist eine richtig schöne Scheibe. Stehen keine Titel auf dem Label, sondern nur Seite A und B und Bandname und Dings und so ein Artwork hier, also Titel. Sehr schönes Ding, ich finde die wirklich schön gemacht. Ich mache hier mal eine Nahaufnahme, damit ihr mal seht, wie das Ganze gestaltet ist. Ist ein wirklich schönes Teil, gefällt mir, die ist wirklich richtig toll. Das soll es aber noch nicht gewesen sein, denn wir haben hier noch eine zweite Seite und da ist keine Platte drin, was ich erst dachte. Es ist ein Booklet und auch das ist wirklich sowas von genial gemacht. Also ich kann jedem nur nahelegen, sich diese Version zu holen, wenn man sie noch bekommt. Ich weiß nicht, es gibt mehrere Versionen, ob das überall so ist. Also das ist definitiv hier ein cooles Booklet. Allein dieser, ich nenne jetzt wieder Gondor-Baum da vorne drauf, sieht sehr cool aus und dann können wir das Ganze einmal durchgucken. Auch hier haben wir sehr geniale Motive. Das auch, wenn man Halo-Effekt-Fan ist, ideales Tattoo-Motiv. Dann haben wir natürlich die Texte der Songs. Wieder ein wunderschönes Artwork. Hier wieder ein Artwork und nächste Text. Aber es kommt gleich noch die Überraschung. Hier haben wir zwei Texte drin. Und zwar kommt das jetzt. Und das sind, jeder kennt das vielleicht von früher, dieses, ich habe das mal Pauspapier genannt. So ein durchsichtiges Papier, wo man halt auch was mit abmalen könnte. Und da sind diese Symbole hier oder diese, ja, ich nenne es jetzt mal Symbole drauf. Wie cool ist das bitte? Also das Booklet wirklich hochwertig gemacht und toll. Auch hier das als Tattoo-Motiv. Absolut genial. Vielleicht ist es dafür sogar vorgesehen, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein absoluter Kracher, wie cool das hier aussieht auf diesem transparenten Papier. Super schön gemacht. Dann die nächste Seite wieder ein Text von, wie nennt sich der Song? Forever Astray oder Astray. Between Directions, auch hier wieder ein schönes Motiv. Dann haben wir A Death That Becomes Us. Das Lied fand ich sehr cool beim Anhören. The Burning Point. Und hier nochmal ein cooles Bild der Band. Da seht ihr Niklas Engelin Guitars, Daniel Svensson Drums, Michael Stein Vocals, Jesper Strömblatt Guitars und Peter Ivers Bass. Und dann haben wir hinten noch so die typischen Danksagungen und das Ganze von hinten sieht so aus. Da wahrscheinlich nochmal eine Textzeile, die aus irgendeinem Song wahrscheinlich ist, nehme ich mal stark an. Und das ist das Booklet. Ja, was soll ich sagen? March of the Unheard, coole Vinyl-Ausgabe, wirklich. Ich bin mega überrascht gewesen, als ich sie ausgepackt habe. Das Vinyl sieht genial aus. Das Cover mit diesem leichten Glossy-Effekt in diesen, ich nenne es mal auch Sternzeichen außenrum. Es sieht irgendwie aus wie so Sternenkonstellation. Und ja, das ist das Booklet da drin mit diesen transparenten Seiten. Absolut genial. Das ist wirklich mal für jeden, der die Band mag, holt euch das Ding. Es ist auf jeden Fall lohnenswert. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Ich habe nicht nachgeguckt. Aber ich denke mal, das sind jetzt so Platten, die auf dem Zweitmarkt nicht in die Hunderte von Euro gehen. Es ist keine Kistscheibe, also demnach wird man die wahrscheinlich auch noch für einen kleinen Taler bei eBay oder sonst wo schießen können. Vielleicht zahlt man einen Zehner mehr, aber ganz ehrlich, es lohnt sich bei der Scheibe, weil das Ding ist wirklich cool und es sind coole Songs drauf. Das schon mal vorab. Also eigentlich, wo Michael Stein drin steckt, bekommt man Qualität, muss man wirklich sagen. Also ich bin ein großer Fan von dem Sänger und ja, allem, was er mit den Bandmitgliedern, mit denen er so unterwegs ist, macht. Ich finde absolut genial, einer der besten Sänger im Death Metal Bereich. Und die Scheibe ist da keine Ausnahme. Jupp, ich bin durch mit diesem Video, war jetzt kein Kiss, aber ich bin ja auch kein reiner Kiss-Kanal, sondern es wird auch anderes Vinyl hier zu sehen geben und andere Bands. Und ja, das auf jeden Fall von mir ganz klarer Tipp. Cooles Album, Aufmachung vom Cover, sehr genial. Und auch die Mucke ist durchaus hörenswert und jeder sollte mal reinhören, der ein bisschen härtere Klänge mag. So, was bleibt mir anderes zu sagen? Lasst einen Daumen, ein Abo und ein Kommentar da, würde mich tierisch freuen, hilft meinem Kanal und ja, tut euch nicht weh, deswegen haut auch gern die Abo-Glocke an, wenn ihr mehr sehen möchtet. Keep on rockin', tschüss.